Ja, hallo zusammen. Ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Und ja, ich bin heute auf der Insel Rügen unterwegs und zwar genauer auf dem Hochuferweg zusammen mit der Anne und wir wollten uns heute mal so ein bisschen die berühmten Kreidefelsen anschauen. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie der Weg so ist und ja, wie die Kreidefelsen so ausschauen, würde ich sagen, bleibt dran und dann finden wir das mal zusammen raus. Der Start des Hochuferweges ist am Ortsrand von Sassnitz, am Ende der Weddingstraße. Nach dem Studium der dort befindlichen Infotafeln folgten wir für gut 12 Kilometer der Wegmarkierung blauer Balken auf weißem Grund entlang der Küste durch den Nationalpark Jasmund. Der Weg führte uns fast ausschließlich durch Wald oberhalb der Kreidefelsen entlang. Hier und da kann man auch einen kurzen Abstecher zum Strand machen, wie hier beispielsweise hinab zur Piratenbucht. Entlang des Weges boten sich uns immer wieder sagenhaft schöne Ausblicke auf die Kreidefelsen und die Ostsee, welche Anne auch ausgiebig genossen hat. Unterwegs sollte man auch immer auf Warnschilder und gesperrte Bereiche achten, da entlang der Kreidefelsen Abbruchgefahr bestehen kann. Mit anderen Worten, macht es wie Anne und umwandert die entsprechend markierten Bereiche. Einige Meter weiter erging es nun auch dem Tobi wie bereits zuvor Anne. Er wurde von den schönen Blicken auf die Kreidefelsen verzaubert und dazu verleitet, seinen Blümchenmotiven wieder einmal fremd zu gehen und die Aussicht auf Bild festzuhalten. Der Weg selbst ist sehr angenehm zu laufen. In meist sanftem Auf und Ab folgten wir einem mal mehr und mal weniger breiten Waldpfad. So kamen wir schließlich zu einem der Highlights unserer Tour, der Viktoriasicht. Hierbei handelt es sich um einen Aussichtspunkt, dessen Geschichte bis ins Jahr 1865 zurückreicht, und er ist benannt nach Prinzessin Victoria, der Tochter König Wilhelms I., welche zusammen an diesem Ort gestanden haben. Von hier aus hat man eine hervorragende Sicht auf den in unmittelbarer Nähe gelegenen Königsstuhl. Von einem Besuch des Königsstuhls selbst haben wir schließlich aber abgesehen. Als wir am Besucherzentrum ankamen, mussten wir feststellen, dass dort derzeit gebaut wird und die historische Aussichtsplattform geschlossen hatte. Der neue Skywalk befand sich zu dieser Zeit noch im Bau. Dies in Kombi mit den Menschenmassen, die auch im Oktober dort unterwegs waren, führten uns dazu, weiter zu wandern.
Kurz vor Lohme mussten wir uns entscheiden, ob wir weiter dem Hochuferweg folgen oder noch ein Stück entlang des Ufers wandern wollten. Wir entschieden uns für Letzteres. Nach 2 weiteren schönen Kilometern erreichten wir so schließlich unser Ziel, das Örtchen Lohme. Der Hochuferweg entpuppte sich als sehr schöner, aber auch sehr voller Wanderweg. Auf den rund 12 Kilometern durch lichten Laubwald bekamen wir Kreidefelsen und schöne Aussichten in Hülle und Fülle geboten. Egal ob von oben oder unten am Strand, es gab für uns auf dieser Tour viel zu sehen und entsprechend viele tolle Fotomotive für den Tobi. Die Wegmarkierungen waren bis auf am Beginn des Weges insgesamt sehr gut. Zum Thema Startpunkt des Weges noch eine kleine Info für euch. Gefunden habe ich den Weg auf der offiziellen Seite der Insel Rügen. Der Startpunkt ist hier leider etwas widersprüchlich im Text und Kartenmaterial dargestellt. Startpunkt des Weges ist, wie hier im Bild zu sehen und eingangs auch schon erwähnt, an den Infotafeln am Ende der Weddingstraße. So, da haben wir es geschafft. Wir haben den Hochuferweg in weiten Teilen zu den Kreidefelsen gewandert. War im Prinzip wie so ein ausgedehnter Waldspaziergang mit einigen doch sehr schönen Blicken dann auf die Kreidefelsen. Für dieses Mal war es das dann wieder von uns. Wir hoffen, euch hat es auch soweit gefallen und Spaß gemacht, uns zu begleiten. Und würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Aus. Erst nach einem Infekt und dann nach Corona. Ja, genau. Ausreden haben wir ganz viele. Genau. Tobi ist einfach nicht in Form. Ja, lach nicht. Da wäre ich böse gefallen jetzt über diese dumme Wurzel. Da hätte ich mit dem Kopf am Baum gehangen eben. Ja. Kind ist bespaßt, sehr schön. Ah, nein, ich nehme hier nicht weiter auf.